Hi Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir im schönen M4 vom Carsten. Ich habe die große Ehre, dass ich seinen M4 fahren darf. Dankeschön nochmal. Carsten ist auch kamerascheu, deswegen habe ich die Kamera auf mich jetzt gemacht. Rechts, links. Wir stellen heute mal seinen schönen M4 vor. Den hast du jetzt wie lange, oder? Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ich glaube gute 3 Monate. Ne? 3 Monate, ja. Und wie ihr sehen könnt, der ist nicht mehr Serie. Und hört man auch. Ja, ich blende das ja immer ein mit den ganzen von Außenaufnahmen und Soundaufnahmen gibt's. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, haut mal in die Kommentare, wie euch der M4 gefällt, ob er laut genug ist. Und ja, freue mich über ein Abo von euch. Das soll es gewesen sein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Also 3 Monate hast du den jetzt, Carsten? Genau. Und du bist happy, wie ich es dir anmerke. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen da vorher nochmal erwähnen, Carsten hatte vorher 3 Nissan GT-Rs. Genau. Also einen normalen und 2 Nismos. Ja. Wobei auch der letzte von der Leistung eben auch schon ordentlich was hatte. Den haben wir dann mit Brömmler auf 930 PS aufgebaut. Es geht immer noch mehr, das weiß ich auch, aber es soll auch noch alltagstauglich immer bleiben, so ein Fahrzeug für mich. Und ich glaube 930 PS reicht dann auch. 930 ist schon krank. Und was hast du gerade, 100 bis 200? Das war die beste Zeit? Knapp unter 4,3. 4,3, Leute, zieht euch das mal rein, 4,3. Mein M3 war nur fast 3-mal so viel. Na, erzähl mal, warum wolltest du denn keinen 4. GTR mehr? Ja, das haben mich auch viele gefragt, weil der GTR ist natürlich schon ein super Auto, was die Performance betrifft. Aber ich bin dann 7 Jahre GTR gefahren, okay. Und bis auf kleine Updates gab jetzt ja wieder mal ein Facelift. Das hatte ich dann auch gehabt in dem letzten GTR. Musste einfach mal was Neues her. Ja, irgendwann dieses Modell, wie gesagt, ist ein super Auto. Wie gesagt, er ist auch noch zu kaufen. Wer Interesse hat, bei Brömmler also, bitte an. Ich stelle den Link unten mal rein. Musste was anderes her. Es musste auch jetzt nicht mehr so ein performance-leistungsstarkes Auto werden. Ja. Sollte was Deutsches werden. Und da ich ja schon mal erwähnt hatte, da wir eigentlich BMW-Familie sind, bloß ich bisher noch keinen hatte in meinem Leben, habe ich mich dann für den M4 entschieden. Über Blitzer oder so muss man aufpassen. Sag ich dir gleich. Unsere Familie ist halt alle BMW verrückt. Okay. Also es fahren alle BMW, bis ich bin eigentlich der Einzige gewesen, der bisher noch keinen gefahren hat. Und warum? Mein Vater sagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Mein Bruder immer schon BMW, mein Vater sowieso. Okay. Ich wurde als kleines Kind in BMW abgeholt vom Krankenhaus sogar, als Säugling. Immer schon BMW. Ja. Hattest du denn so, also Limo wolltest du gar nicht, wolltest du Coupé haben, oder? Ja, Coupé war schon, ich bin so mehr der Coupé-Fan. M5 stand so ein bisschen zur Debatte, aber da gefiel mir der M4 einfach noch von der Optik fand ich ein bisschen aggressiver einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also sieht schon böse aus, vor allen Dingen. Die Farbe, hattest du gesagt, das war auch so eigentlich was Wunsch oder was Schönes, Besonderes, oder? Genau, wobei mir gesagt worden ist, das war noch so Anfang des Jahres, so ich meine im Februar. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die Farbe ja, die eigentlich der GTS ja Serie hat, dieses Dark Shadow Grey, meine ich, heißt es, okay. Dass die eine Zeit lang sogar gesperrt war und erst jetzt irgendwo zum 1. oder zum 2. Quartal vom BMW für die anderen Modelle wieder freigegeben worden ist. Mittlerweile hast du ja auch der neue Dreier, habe ich schon in diesem Grau gesehen. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Farbe wollte ich dann auch unbedingt haben. Nein, passt auch perfekt mit den ganzen Carbon-Teilen, die du dran machst. Und den Heckspoiler hast du ja diesen großen. Genau, das sind die ganzen M-Performance-Teile. Ja, ne? Und der ist schön tief und die Farbe sieht so böse aus, so aggressiv. Das ist einfach schon genial. Das ist auch so selten eben halt. Das ist schon cool. Und innen drin das ja auch alles. So Fernsehen gucken wir gerade die ganze Zeit. Ja. Also Carsten guckt das, ich muss fahren. Ja, ich gucke natürlich auch nur im Stand. Ja. Obwohl es ja auch während der Fahrt geht, ich habe mir das freikodiert. Ja. Ja, das ist aber typisch so, M4, aber ist schon. Hat man schon seinen Spaß.
2 schalten. Okay. Dann ist also auf DSC MDH. Ne? Okay, hast ein bisschen mehr Spieler. Ja, dich nicht gerade erschreckst, dass er dir vielleicht mal im zweiten hauptsächlich dreht er durch. Im dritten bei dem Wetter geht das eigentlich. Solange du geradeaus fährst. Ja, klar. Hast du schon mal Beifahrer hier? Ja, doch schon. Das ist schon immer sehr. Aber noch nicht bei so einem sportlicheren Fahren. Aber ist echt schon laut, oder? Ja, ne? Also wenn du so Serie hörst, so, da ist der Competition ja auch schon nicht leise, aber schon was anderes. Oder Oelde oder so. Dann können wir da ja nochmal runterfahren. Ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Wurde was am Sound gemacht. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Das hat mir viel Spaß. Hat Spaß gehabt, siehst du. Das war schön. Wir waren gerade draußen ein paar Nachbarn, die haben sich gefreut. Aber wir waren ja jetzt nicht zu laut. Nein, wir sind ganz normal hierher gefahren, ganz leise. Aber schon. Aber das ist ja gut, dass du die Klappe hast, oder? Das ist deswegen, ich habe immer Anlagen mit Klappen. Ich meine, laut und ultralaut bringt mir ja auch nichts. Nee, ja. Also du willst ja irgendwann hast du auch keinen Bock. Du willst dann, du hast mal einen stressigen Tag gehabt oder so, scheiße Arbeit oder was und dann denkst, boah, einfach nur ein bisschen entspannen. Genau. Ja. Da steht. Du fährst hier die Straße seit 30 Jahren. Dann vergisst du das einfach manchmal. Macht schon Spaß. Warum du den jetzt im 4 haben wolltest, hast du gesagt, du wolltest was alltagstauglicher haben, oder? Da muss ich sagen, das ging beim GTR. Okay. Nee, aber es soll einfach was anderes. Auch ein okay. anderer Hersteller einfach mal gut, klar. Also Innenqualität zu dem Nissan GTR kann man auch fairerweise sagen, kommt der GTR jetzt nicht so dran. Ne? Ja. Entertainment hat es ja wohl. Entertainment, so die ganze, besser, die ganze Technik, die jetzt hier natürlich auch verbaut ist. Ich sag mal so Kleinigkeiten wie, hört sich jetzt bescheuert an, aber E-Mail-Empfang und was man ja alles für Möglichkeiten hat. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, der GTR ist natürlich auch schon lange auf dem Markt. Ja. Da wurde jetzt auch nicht so viel dran geändert, ne? Auch bei den Facelifts nicht. Also da ist Nissan natürlich Serie schon bei anderen Autos schon weiter. Genau hier rechts auch noch. Ja, also das stimmt schon. Und Leistung ist auch nicht mehr Serie. Nein. Was haben wir gemacht? Ja, so leistungsmäßig gemacht bei Kotte Performance. Der sitzt gleich bei mir um die Ecke. Ja, hat sich also angeboten. Liebe Grüße gehen an Manuel. Turbolader sind Serie geblieben. Das war für mich Voraussetzung. Ja. Ich wollte also nicht nochmal so einen großen Umbau machen wie es beim GTR. Sollte alles ein bisschen im Preisrahmen bleiben. Natürlich wurde die Auspuffanlage geändert. Mussten wir machen. Chargepipes, Zündkerzen. Ich glaube, das war es schon im Groben. Und dann eben, ach so, WMI ist noch drin, die wir aber noch nicht abgestimmt haben. Das kommt noch. Ja. Also Wasser mit der Nullanspritzer. Wasser mit der Nullanspritzer, genau. Ja. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen, aber groß sonst gar nichts mehr gemacht. Und zurzeit fahren wir eben auf die Serienlader ohne WMI, Leistung im Bereich so 580, 590 PS. Und mit WMI werden es so Richtung, ja, mal schauen, 630 bis 640 werden. Vielleicht sogar 650. Yes, aber das wird noch abgestimmt. Einfach nur, macht super viel Spaß, liegt auch super auf der Straße. KW-Gewinderfedern hast du noch drin, oder? Genau. Ja, Performance-Zubehör, dann hast du eigentlich so. Mehr muss auch nicht machen, oder? Was willst du? Leistung hast du, Sound hast du. Optik passt. Ja, Optik passt auf jeden Fall. Also keine weiteren Pläne für die Zukunft. Carsten ist ja immer überlegen, den Nachfolger hiervon, wäre der neue M3, M4, oder? Ja. Mit den Bremsen, hattest du da überlegt, wegen Keramikbremsen? War mir zu teuer. Ja, also ich habe mal auf meinem TTS damals Keramik gefahren als
Nachbau. Du darfst damals noch nicht okay. Ab Werk zu kaufen. Ja, wenn die Bremsen warm sind, super Bremse, Ja. aber ich denke, einfach eine gute Stahlbremse, auch für den Alltag absolut ausreichend. Ja. Da ich jetzt groß keine Rennstrecke fahre. Das Blöde ist wirklich, wenn du da mal wirklich einen Kieselstein drin hast oder so, dann musst du wirklich dann Richtig, hast du meist die ganze Scheibe sofort fünfstellig, kaputt, oder? Was du damit Pech hast. Aber könnte man sich schon dran gewöhnen. Also Carsten fand ja schon mal mein M3, den V8-Sound, fand er ja ganz gut. Das ist natürlich was anderes, aber von der Performance und Leistung modern ist einfach der M4 einfach Bombe. Also, das muss man ja zugeben. Eben schon mal von Spaß. Nicht wie ein Beretto. Das ist natürlich. Bei M2 habe ich es aktiviert. Achso. Das sieht schon viel geiler aus. Ne? Da sind wir ja mal gespannt, was der neue M3, M4 dann wirklich für eine Front kriegt. Ne? Ja, sind wir die ganze Zeit am Überlegen, wir sind die ganze Zeit am Quatschen. Ja. Man hört ja so vieles da draußen. Aber es scheint uns ziemlich sicher, dass eine sehr große Niere kommen wird. Ja, ich glaube auch. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass BMW da Scheiße baut. Also es muss gut aussehen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie den so verhunzen. Weiß Es nicht. ist ja wie so oft ein bisschen auch alles Gewöhnungssache. Ne? Ja. Ich habe das ja schon mal gesagt. Das war Bei dem Audi Single Frame Grill, da war das Geschrei auch erst riesengroß. Und mittlerweile, glaube ich, haben sich die meisten auch dran gewöhnt. Ja. Gibt es denn irgendwas, was, also sagen wir mal, am besten, habe ich Carsten gerade schon gefragt, was dir am besten gefällt, war diese Optik so? Ja, das war so. Optikverarbeitung, muss ich sagen. Genau. Ja. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da könnte BMW noch besser sein? Du bist ja jetzt dein erster BMW. Das ist mein erster BMW. Also bisher muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich? Verbrauch? Verbrauch, was richtig Negatives habe ich bisher noch nicht gefunden. Meckern auf hohem Niveau. Ha. Die Fahrer, die Sitze vorne, Ja. knacken. Die knacken? Die knacken, Okay. das kann schon mal nervig sein. Ich habe Hab es bisher nicht lokalisiert, woher Habe es ich, kam. hab ich jetzt nicht gehört. Ja, hier. man muss schon drauf achten. Aber das ist, Okay. wenn man mal GTR gefahren hat, dann ist das eigentlich ein Witz. Aber beim GTR hörst du alles vom Getriebe rasseln bis zu sonst was. Okay. Nein, aber ansonsten nichts Negatives, nein. Ja, Also, siehst du, das ist auch immer eine schwierige Frage. Also vom Sound her muss ich natürlich auch sagen, der GTR war schon nochmal eine andere Hausnummer. Also nicht von der Lautstärke, also das Klangbild. Ne? Vom, So vom dumpfer und V6, so, ja, ja. so ein bisschen fauchiger, sage ich mal. Der Reihensechser ist ja so ein bisschen mehr Trompeten. Ja, Ich will jetzt keiner auf die Füße treten. Aber Wir hören. oh, Tunnel, ja. Das ist egal, mit was für ein Auto es macht trotzdem spannend. Das ist einfach so Tunnel. Ja. Nein, also wie gesagt, ich habe schon Carstens Auto gelobt, der M4 ist einfach mega. Und da muss auch nichts mehr machen. Also mehr geht nicht. Das ist, wie gesagt, wenn du ein bisschen noch Leistung machst, so wie du möchtest. Aber ja. Geht. Du könntest auch so weiter beschleunigen, aber er ist einfach zu voll. Das wollen wir jetzt auch nicht machen. Aber einfach mega. Viele sagen ja immer draußen, Sascha, hol dir einen M4. Aber wie gesagt, den M3 will ich ja nicht abgeben, nur den 5er. Ja. Ich am überlegen. Ja. Aber ich bin happy. Dankeschön, Carsten, dass ich fahren durfte. Kein Problem. Wir hatten es ja schon mal ein paar Mal versucht, aber Ja. und es kommt ja noch ein Video.
Genau, wir machen dann noch ein Video zusammen. Was ganz Besonderes. Seid gespannt. Deswegen abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich muss ein bisschen Schleichwerbung machen. Carsten habe ich es auch nochmal zu verdanken, dass ich den i8 übers Wochenende bekommen habe zu meinem Geburtstag. Danke dafür nochmal. Und liebe Grüße auch nochmal an Exi. Gerne, auch gerne. Nochmal. Von mir aus auch. Frohe, schöne